Das Ausfüllen der Steuererklärung ist für die meisten Leute nicht gerade das liebste Hobby. Immerhin ist dank der heutigen Hilfsmittel vieles einfacher geworden. Die einfachsten Möglichkeiten, wie Anlegerinnen und Anleger ihre Steuern optimieren können, zeigen wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Nieder, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Reden wir zuerst über die Vermögenssteuer. Der Bund besteuert das Vermögen nicht, aber alle Kantone und Gemeinden. Mein Fokus in diesem Coffee Break liegt auf der Besteuerung von Finanzanlagen, sprich Wertpapier. Damit der Fiskus die Vermögenssteuer veranlagen kann, verlässt er sich unter anderem auf dein Wertschriftenverzeichnis. Als Kunde von True Wealth kannst du das elektronische Wertschriftenverzeichnis jederzeit herunterladen und über den Barcode in die Steuererklärung aufladen. Wir verlangen nichts extra dafür. Auch ein unterjähriges Verzeichnis mit einem spezifischen Stichtag kannst du bei uns online erzeugen. Das ist zum Beispiel bei einer Scheidung oder im Todesfall für die Erben hilfreich. Ein weiterer Vorteil vom elektronischen Steuerverzeichnis ist, dass automatisch alle in- und ausländischen Vermögenserträge in der richtigen Spalte eingetragen sind. Wenn du es von Hand machst, musst du zuerst herausfinden, welche Erträge um die Verrechnungssteuer gekürzt worden sind und welche nicht. Wenn du alles korrekt einträgst, überweist dir das Steueramt die Verrechnungssteuer wieder zurück. Wenn du willst, werden auch die Werte für das sogenannte DA1-Formular gerade eingelesen. Mit dem kannst du die Quellensteuer, die dir im Ausland abgezogen worden ist, in der Schweiz anrechnen lassen. So kannst du die Doppelbesteuerung von deinen Anlageerträgen zum grössten Teil vermeiden. Du kannst auch die Kosten für das Verwalten von deinem beweglichen Vermögen durch Dritte vom steuerbaren Einkommen abziehen. Zum Beispiel die Vermögensverwaltungsgebühr. Was aber nicht abziehen kannst, sind Courtagen, die beim eigenständigen Handel anfallen, oder Honorar für reine Anlageberatung. Am einfachsten ziehst du in der Steuererklärung Pauschalgebühr ab. Das ist in den meisten Kantonen möglich. Dann musst du keine zusätzlichen Belege sammeln und einreichen. Wenn du das E-Steuerverzeichnis nutzt, gewährt dir zum Beispiel der Kanton Zürich automatisch einen Abzug von deinem steuerbaren Einkommen, und zwar im Umfang von 3 Promille von deinem Vermögen. Der gleiche Satz gilt in den Kantonen Aargau, Basel-Land, Luzern und Solothurn. Allerdings noch ohne Automatismus. Das heisst, du musst es manuell eingeben in der Steuererklärung. Viele Kantone setzen Obergrenzen für die Pauschale. Maximal 6'000 Franken kannst du in den Kantonen Zürich und Schweiz pauschal abziehen. Zug ist mit 9'000 Franken ein bisschen grosszügiger. Darüber musst du es belegen. In den Kantonen Thurgau und St. Gallen ist die Pauschale, die du abziehen kannst, nur 2 Promille vom Vermögen. Keine Pauschale gibt es in den Kantonen Bern und Basel-Stadt. Dort musst du die effektiven Kosten immer belegen, um einen Abzug zu machen. Werfen wir noch einen Blick auf das Vorsorgevermögen. Das unterliegt nicht der Vermögenssteuer. Und du weisst, alles, was du einzahlst in dein Vorsorgevermögen, kannst du abziehen von deinem steuerbaren Einkommen. Neben Einzahlungen zu LÜDRIA gehören allfällige Einkäufe in die Pensionskasse dazu. Das Steueramt verlangt dafür zwingend Bescheinigung über die Vorsorgebeiträge. Auch die LÜDRIA-Steuerbescheinigung kannst du bei uns als PDF herunterladen. Im Gegensatz zum E-Steuerverzeichnis musst du den Betrag in der Steuererklärung aber immer noch von Hand eingeben. Die Steuerämter sind bestrebt, auch das zu automatisieren. Für viele ist der Abzug von der Vorsorgebeiträge ein wichtiger Hebel, um ihre Steuern zu optimieren. Die Steuerthematik ist sehr breit. Über Kinderabzüge in Patchwork-Situationen, die Abzugsfähigkeit von Spenden oder die Besteuerung von Familienstiftungen haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Bei komplexen Fällen und wenn es um größere Beträge geht, kann sich ein unabhängiger Steuerspezialist lohnen. Welche Steueraspekte interessieren dich sonst noch? Ich freue mich auf Inputs. Schreib mir ein Mail auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.